Wie würde ich 300 Euro monatlich in einem ETF-Sparplan anlegen? Diese Frage stellen sich vielleicht viele von euch, die mit der Geldanlage in Aktien und ETFs beginnen wollen. Welche Varianten es beispielsweise gibt, welche Renditen diese in der Vergangenheit abgeworfen hätten und welche Rahmenbedingungen ihr beachten solltet, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ein großes Dankeschön geht an Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt, Dominik Dörr und Martin Klemer für eure Unterstützung als Kanalmitglieder. Wenn auch du erfahren möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen, klicke unter diesem Video auf den Button Mitglied werden. Wie im letzten Video bereits erwähnt, man sollte vor allem bei Aktien, aber auch bei ETFs immer einen Anlagezeitraum von mehr als 10 Jahren mitbringen. Aktien und damit auch ETFs sind alles andere als risikoarm und nur weil wir uns in den letzten Jahren durchgängig in einem Bullenmarkt befunden haben, das heißt praktisch durchgängig steigende Kurse gesehen haben, hat man beim Corona-Crash gesehen, dass Rücksetzer von 20-30% jederzeit eintreten können. Beispiele von 50% Kursrückgängen innerhalb eines Jahres konnte man vor allem im Jahr 2008 beobachten. In diesem Video haben wir allerdings eine interessante Alternative dabei, nämlich einen Anleihen-ETF. Warum der das Risiko eures Investments und eures Sparplans ein wenig absenken könnte, erfahrt ihr gleich. Statistisch gesehen ist es am rentabelsten, wenn man sein Investment auf einmal direkt am Anfang tätigt. Da viele von uns aber keine 100.000, 200.000 Euro einfach mal so rumliegen haben, ist der Sparplan eben ein beliebtes Mittel, um schrittweise sein Vermögen aufzubauen. Im letzten Video, als es um einen 100 Euro Sparplan im Monat ging, habe ich euch aufgezeigt, dass es bei einer derartigen Sparsumme in der Regel einfacher ist, auf möglichst wenig ETFs, eigentlich nur auf einen, zu setzen. Bei einem 300 Euro Sparplan gelten auch nur leicht andere Rahmenbedingungen im Vergleich zu 100 Euro. Auch hier bedeutet das Aufsplitten auf mehrere ETFs, dass ihr zwischenzeitlich, also in einigen Jahren oder Monaten, wenn die ETFs sich stark unterschiedlich vom Kurs entwickelt haben, rebalancen müsst, also gegebenenfalls einen gut laufenden ETF verkaufen müsst zum Teil, da er sonst einen zu großen Anteil in eurem Depot einnehmen würde und dadurch das Risiko erhöht, was in Schwächephasen natürlich dann negativ sein kann. Bei 300 Euro kommt allerdings noch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich die Gebühren des Brokers. Einige Broker bieten Fixpreise an, beispielsweise 1,50 Euro als Gebühr für einen ETF-Kauf bzw. die Ausführung eines ETFs im Sparplan. Andere Broker, wie die Comdirect zum Beispiel, bieten hingegen einen variablen Preis an, beispielsweise eine 1,5% Gebühr bei der Sparplanausführung generell auf die zu sparende Summe. Wenn ihr einen Sparplan mit nur einem ETF ausführt, bedeutet dies bei der Sparsumme von 300 Euro, dass beim Broker mit der variablen Gebühr von 1,5% 4,50 Euro als Kosten anfallen würden. Eine Fixpreisgebühr von 1,50 Euro wäre in diesem Fall natürlich deutlich günstiger. Die 3 Euro Unterschied mögen zwar angesichts der Sparsumme von 300 Euro im Monat relativ gering erscheinen, machen im Jahr aber immerhin 36 Euro aus und auf 10 Jahre gesehen dann eben 360 Euro, die eben auch nicht investiert werden und auch keine Rendite erzielen können. Auf 40 Jahre gesehen und mit eingerechnet, dass diese 3 Euro pro Monat auch langfristig eine Rendite erwirtschaften könnten, wären es sogar 16.800 Euro, wenn man eine normale Rendite des MSCI World Index hinterlegen würde. Spannend wird es, wenn ihr die 300 Euro auf 3 ETFs monatlich aufteilen würdet, dann erhaltet ihr bei der variablen Gebühr von 1,5% weiterhin 4,50 Euro als Gebühr, bei der Fixgebühr von 1,50 Euro pro ETF aber exakt die gleiche Summe von 4,50 Euro. Bei noch mehr ETFs im Sparplan wandelt sich das Bild zugunsten der variablen Gebühr. Habt in jedem Fall ein Auge auf die Gebühren und Kosten bei eurem Broker, die natürlich durchweg leicht unterschiedlich sind. Guckt einfach, dass ihr damit möglichst das Maximale rausholt, aber beim Broker natürlich auch noch den notwendigen Komfort habt, den ihr braucht. In der ersten Variante blicken wir ausschließlich auf die Sparpläne, die ihr mit nur einem ETF umsetzen könntet. Das sind selbstverständlich nicht alle ETFs hier, von jedem ETF-Anbieter, die es gibt in diesem Video, sondern immer nur ein ETF als Beispiel. Die Variante 1a beinhaltet als Beispiel den Spider MSCI ACWI IMI ETF, der bei einer Gesamtkostenquote von 0,4% in den letzten 5 Jahren 76,36% Rendite erzielt hat. Seit 1994 hat der Index, der hinter dem ETF steht, 8,14% Performance pro Jahr erzielt, wobei in 2008 ein Rücksetzer von fast 40% vorlag. Auch breit gestreute Aktien-ETFs, die wie in diesem Fall Aktien sowohl aus Industrienationen, Schwellenländern und Aktien jeglicher Größe beinhalten, können phasenweise stark fallen. Erkennbare Nachteile bei diesem ETF sind, wenn ihr beispielsweise besonders stark auf China, Asien oder Lateinamerika setzen wollt, dann könnt ihr das natürlich mit diesem ETF nicht beeinflussen. Der Index hinter diesem ETF gewichtet die Aktien nach Marktkapitalisierung, also ihrem Wert an den Börsen dieser Welt. Demnach sind wertvollere Aktien,
Das ermittelt man mit Preis pro Aktie multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien, höher gewichtet als kleinere, unbekanntere Aktien. Und ein optischer Vorteil dieses ETFs und Index soll sein, dass hier durch den Zusatz IMI auch ein größerer Anteil an kleineren Aktien enthalten sein soll. Das sieht man daran, dass der MSCI ACWI IMI Index mehr als 9000 Aktien enthält. Der ACWI Index ohne diesen IMI-Zusatz am Ende enthält hingegen nur knapp 3000 Aktien. In der Theorie hat der ACWI IMI Index also die viel größere Streuung, was viele Anleger positiv werten. In der ETF-Realität, aufgrund der Nachbildung des Index, enthält der SPDR MSCI ACWI IMI ETF hingegen nur 1700 Aktien aufgrund des optimierten Samplings und der SPDR MSCI ACWI ETF, der keinen IMI-Zusatz hat, enthält sogar mehr als 2400 Aktien. Insofern ja, der Index, der hier abgebildet wird, ist breiter diversifiziert mit diesem IMI-Zusatz, der ETF dahinter aber nicht. Die Effekte der Nachbildung könnt ihr vor allem durch die Tracking-Differenz, die den Unterschied zwischen der Performance des Index und der Rendite des ETFs nach Abzug der Gesamtkosten misst, erkennen, wobei die hier nicht sonderlich auffällig ist. Für den Hinterkopf ist es aber gut zu wissen, dass dieser ETF in der Realität gar nicht so breit streut, auch wenn er trotzdem die Performance des Index gut trifft. Aus einem Sparplan von 300 € im Monat würde hier nach 10 Jahren, wenn wir die Rendite von 7,74% pro Jahr nach Berücksichtigung der Gesamtkostenquote ansetzen würden, ein Depotwert von 54.500 € zu Buche stehen. Natürlich rein spekulativ, denn Marktphasen wie 2008 und die Folgejahre können jederzeit auftreten und die Effekte zwischenzeitlich verzögern. Nach 20 Jahren wären es theoretisch 172.000 €, nach 30 Jahren 426.000 € und nach 40 Jahren 977.000 €. Alles ohne die Steuern, die Inflation und Freibeträge zu berücksichtigen. Wenn ihr also den ETF dann nach 40 Jahren verkaufen solltet, gibt es steuerlich und von der Kaufkraft her eine völlig andere Situation als mit der gleichen Summe heute. Insofern sollte man diese Zahl auch nicht überbewerten. Zusätzlich gilt natürlich, die Rendite aus der Vergangenheit ist nicht ohne weiteres auf die Zukunft zu übertragen, auch wenn der Zeitraum von 1994 bis heute schon einen guten Überblick gibt und auch größere Krisen beinhaltet, wie die Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre und die Finanzkrise 2008. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech-Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Nebenbei versorgt euch der Kanal auch noch mit guten Memes und sorgt damit auch immer wieder für gute Laune zwischendurch. Die Variante 1b unterscheidet sich nur in einem Punkt von der Variante 1a. Hier fehlt im Titel der Zusatz IMI im Index. Das bedeutet, dass hier im Index beispielsweise keine Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung enthalten sind. Aber hier bespart ihr ebenfalls nur einen einzigen ETF, der Unternehmen aus den Industrie- und Schwellenländern beinhaltet und sowohl auf große und mittlere Unternehmen setzt. Und der ETF hat seit 1987, also über einen längeren Zeitraum als die Variante 1a, 8,74% an annualisierter Performance erzielt, also sogar etwas mehr als der ETF mit IMI-Zusatz. Aus einem Sparplan von 300 € würde hier nach 10 Jahren, wenn wir die Rendite von 8,76% pro Jahr reduziert um die Gesamtkostenquote von 0,4% ansetzen würden, ein Depotwert von 56.000 € zu Buche stehen. Nach 20 Jahren wären es 185.000 €, nach 30 Jahren 482.000 und nach 40 Jahren 1,15 Millionen €, ohne die Steuern, Inflation und Co. zu berücksichtigen. Das sind fast 200.000 € mehr als bei Variante 1a und das, obwohl hier weniger als 1% Performance-Unterschied pro Jahr besteht. Die Variante 1c habe ich im letzten Video ebenfalls bereits vorgestellt. Dieser ETF bildet ebenfalls größere und mittlere Aktien aus Industrie- und Schwellenländern ab, keine Smallcap-Aktien, aber er ist ausschüttend. Das heißt, ihr erhaltet die Dividenden der Unternehmen in Form einer Ausschüttung in regelmäßigen Abständen auf euer Verrechnungsdepot bei eurem Broker und bekommt das Geld also quasi ausgezahlt, womit ihr beispielsweise Steuerfreibeträge jährlich ausnutzen könntet. Bei thesaurierenden ETFs würde dieser Steuervorteil verloren gehen, wenn ihr nicht unterjährig einige Gewinne mit dem Verkauf tätigt, um die 801 € steuerfrei abzustauben. Daher ist ein ausschüttender Welt-ETF wie dieser hier für viele Anleger interessant. Da hier nicht auf den MSCI-Index gesetzt wird, sondern auf einen FTSE-Index, ist es wichtig zu wissen, dass der FTSE All-World Index mehr Aktien enthält, in etwa ein Drittel mehr Aktien, als die vergleichbare MSCI ACWI-Variante. Allerdings die jährliche Performance-Historie dieses Index mit einer annualisierten Performance von 9,45% pro Jahr reicht nur bis 2005 zurück, womit die Dotcom-Blase praktisch nicht eingerechnet ist und womit der Index praktisch 20 Jahre weniger an Daten aufweist als die Variante 1b. Dennoch rechnen wir einmal die Rendite der 9,45%
100% durch, abzüglich der 0,22% Gesamtkostenquote, erreicht man nach 10 Jahren einen Depotwert mit einem 300 Euro Monatssparplan von knapp 60.000 Euro, nach 20 Jahren von 207.000 Euro, nach 30 Jahren von 580.000 Euro und nach 40 Jahren wären es sogar 1,5 Millionen Euro. Also knapp 350.000 Euro mehr im Vergleich zur Variante 1b. Die Ausschüttungen sind hier mit einbezogen, die müssen dann natürlich nach der Ausschüttung erneut angelegt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ihr mehr über diesen ETF wissen wollt, dann schaut euch gerne meine ETF-Analyse zu diesem ETF an. Die Variante 1D beinhaltet jetzt wieder einen ETF mit Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, aber auch zusätzlich Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung, ähnlich wie die Variante 1A. Gleichzeitig wendet dieser ETF bzw. Index die sogenannten ESG-Kriterien an, um nicht nachhaltige Unternehmen und Aktien aus seinem Portfolio auszuschließen. Wie genau der ETF das macht, habe ich euch in diesem Video hier erklärt, da die Indexhistorie hier lediglich bis 2016 zurückreicht und daher praktisch nur den letzten halben Bullenmarkt, also eine Marktphase, in der es stetig bergauf ging, beinhaltet, betrachte ich die annualisierte Performance des Index hier nicht als aussagekräftig und eine Hochrechnung ergibt wenig Sinn. Die Variante 2 beinhaltet auch genau 2 ETFs. Hier legen wir 70% der 300 Euro monatlich in den MSCI World ETF, in diesem Fall von Xtrackers, an. Dieser ETF bildet die Industrienationen ab und 30% investieren wir monatlich in den MSCI Emerging Markets ETF von Xtrackers. Damit bilden wir die Emerging Markets, also die Schwellenländer wie zum Beispiel China, viele Staaten aus Lateinamerika, Asien und Europa, ab, die eben vom Indexanbieter MSCI als Schwellenländer klassifiziert sind. Diese gewichten wir in unserem Sparplan hier mit 30% sogar höher, als sie in den Varianten 1a bis d gewichtet sind. Durch diese Übergewichtung der Emerging Markets setzen wir auf den sogenannten Political Risk Factor, der besagt, dass Aktien aus Staaten mit höherem politischen Risiko langfristig eine Überrendite im Vergleich zum Gesamtmarkt erzielen würden. Allerdings sehen wir auch, dass der Emerging Markets Index im Jahr 2008 knapp 50% seines Wertes verloren hat. Beim MSCI World Index hingegen waren es lediglich 37%. Das höhere Risiko schwingt hier also deutlich mit. Die Performance beider Indizes liegt seit den 80er Jahren bei über 10% pro Jahr, was schon eine starke Rendite ist. In diesem Sparplan würden allerdings ebenfalls Small-Cap-Aktien fehlen, also Aktien von Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung. Und sollte einer der beiden Indizes bzw. ETFs zu stark wachsen, dann ist auch hier ein Rebalancing notwendig. Komplett liegen lassen ist also nicht ganz möglich. Rechnen wir auch hier einmal die Rendite der 10,89% durch, was nach der 70-30-Gewichtung die annualisierte Performance pro Jahr nach Abzug der Gesamtkosten wäre, würde man nach 10 Jahren einen Depotwert mit einem 300 Euro Monatssparplan von 65.000 Euro erreichen. Nach 20 Jahren wären es 285.000 Euro, nach 30 Jahren 828.000 Euro und nach 40 Jahren wären es dann sogar 2,5 Millionen Euro. 1 Million Euro mehr als bei Variante 1c. Die Variante 3 beinhaltet ebenfalls 2 ETFs, allerdings keine 2 ETFs auf Aktien. Der Spider MSCI ACWI ETF ist bereits bekannt. Alternativ könnte man hier auch natürlich einen FTSE All World ETF wählen. So ziemlich alle Varianten 1a bis d könnte ich mir hier vorstellen. Als zweiten ETF haben wir hier den iShares Euro Government Bond ETF. Und das für eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahre mit dabei. Ihr seht hier schon, der ETF hat in den letzten 5 Jahren eine Gesamtrendite von minus 0,66% erzielt. Wohlgemerkt nicht pro Jahr, sondern auf 5 Jahre gesehen, ist er also praktisch wertgleich. Seit 2009 hat der ETF im Schnitt aber immerhin 1,12% pro Jahr als Rendite erwirtschaftet. Obacht, sein schlechtestes Jahr war das Jahr 2018 mit minus 0,3%. Was wir hier also ganz klar sehen ist, dass der ETF, der auf kurzlaufende europäische Staatsanleihen setzt, deutlich weniger Kursschwankungen mitbringt als vergleichbare Aktien-ETFs. Deswegen ist er auch hier in der Sparplanvariante mit dabei. Aktien-ETFs oder Aktien generell gelten als risikoreiche Anlageformen. Was man eben auch daran sieht, dass 2008 selbst die breit gestreuten Weltindizes um teilweise mehr als 40% gesunken sind. Wenn ihr damals 100.000 Euro in Aktien-ETFs investiert hattet, war euer Depot am Ende des Jahres nur noch 60.000 Euro wert. Für denjenigen, der zu diesem Zeitpunkt mit dem gesparten Geld ein Haus bauen wollte oder lange auf eine Investition hingespart hatte, die er unbedingt 2008 oder 2009 tätigen wollte, war das natürlich ein Desaster. Na klar kann man sagen, danach lief es ja wieder gut, aber manchmal nach 10, 20, 30 Jahren könnte man das Geld, was man sich hier mühsam erspart hat, beispielsweise als Eigenkapital in den Kauf und Bau eines Eigenheims investieren oder eben für andere Dinge benötigen.
benötigen. Und genau deshalb habe ich hier in dieser Variante den ETF auf die europäischen Staatsanleihen mit dabei. Staatsanleihen von Ländern mit höchster Bonität in der Heimatwährung, also bei uns in der Regel Euro, mit einer kurzen Laufzeit gelten generell als risikoärmeres Investment. Aber Achtung, natürlich nicht risikofrei. Erwirbt man eine Anleihe, so leiht man einem Staat oder einem Unternehmen für gewisse Zeit sein Geld. Bei kurzlaufenden Anleihen auf Staaten wie Frankreich oder Deutschland mit hoher Bonität in der Währung Euro ist es relativ unwahrscheinlich, dass diese Staaten euch in 1 bis 3 Jahren das Geld nicht zurückzahlen können. Weil eben dieses Risiko relativ gering ist, ist die Verzinsung bzw. Rendite dieser Anleihen natürlich auch bescheiden und liegt daher im Mittel nur bei ca. 1%. Allerdings ist genau dies für einen ETF-Sparplan, der laufend derartige Anleihen von Staaten aufnimmt und hält, sehr attraktiv. Mit diesen 25% in eurem Sparplan baut ihr eine gewisse Stabilität ein, die dazu führen kann, dass auch in 10 oder 15 oder 20 Jahren bei einem unvorhergesehenen Negativergebnis im Markt ein Teil eures dann existierenden Depots relativ schwankungsarm bzw. relativ risikoarm ist. Falls ihr unvorhergesehen das Geld bräuchtet, ist zumindest für diesen risikoärmeren Teil gewährleistet, dass ihr auch über das angesparte Geld verfügen könntet, ohne extreme Kursverluste realisieren zu müssen. Dementsprechend niedriger ist also die erwartete annualisierte Performance hier von 6,49% pro Jahr. Nach 10 Jahren stünden so 50.000 Euro zu Buche, nach 20 Jahren 147.000, nach 30 Jahren wären es 332.000 und nach 40 Jahren 685.000 Euro. Wenn ihr aber beispielsweise ca. 15 bis 20 Jahre oder weniger sparen wollt, um dann ein Eigenheim zu kaufen, ist eben die Wahrscheinlichkeit höher, zumindest für einen Teil des Sparplans, dass diese Summe, zumindest eben der Teil in Staatsanleihen, auch in schlechten Börsenzeiten zur Verfügung steht. In der Variante 4 haben wir nun insgesamt 3 ETFs, auf die wir die 300 Euro aufteilen würden. Zum einen erneut einen MSCI World ETF, der also die mittleren und größeren Aktien aus den Industrienationen im Fokus hat. Außerdem investieren wir 20% der Sparsumme in einen Emerging Markets IMI ETF von iShares. Die 20% gewichten dann die Schwellenländer über. In diesem Spezialfall bei diesem ETF mit IMI-Zusatz haben wir auch gleichzeitig die Aktien mit kleinerer Marktkapitalisierung aus den Schwellenländern mit dabei. Außerdem setzen wir 20% der Sparsumme auf den iShares MSCI World Small Cap ETF, der Aktien mit einer kleineren Marktkapitalisierung aus den Industrienationen beinhaltet. Hier haben wir also praktisch eine ähnliche Streuung der Aktien weltweit mit Schwellenländern und Aktien mit kleinerer Marktkapitalisierung wie in der Variante 1a mit dem ACWI IMI ETF, aber wir haben die Schwellenländer und die Small Cap Aktien deutlich übergewichtet durch die beiden ETFs mit 20%. Normalerweise nehmen sowohl die Schwellenländer und die Small Cap Aktien jeweils keine 20% ein. Bei dem ACWI IMI ETF kommen die Small Cap Aktien auf weniger als 10% Anteil und auch die Schwellenländer machen keine 20% aus. Demnach gewichten wir mit dieser Sparplanvariante hier also die Schwellenländer und Small Cap Aktien über, als es eben ihrer Marktkapitalisierung entsprechen würde. Wir setzen genau genommen also beim Investieren auf den Faktor Small Size Aktien und auf den Faktor Political Risk. Näheres zum Thema Factor Investing habe ich in diesem Video hier veröffentlicht. Schaut dort einmal vorbei, wenn ihr das Factor Investing genauer verstehen möchtet. In der Theorie kommen wir hier auf 9,37% Rendite pro Jahr, wenn man diese 3 ETFs in dieser Gewichtung unter Berücksichtigung der Gesamtkosten kombiniert. Demnach stünden bei einem 300-Euro-Sparplan, der monatlich ausgeführt wird, nach 10 Jahren knapp 60.000 Euro zu Buche. Nach 20 Jahren wären es mehr als 210.000 Euro und nach 30 Jahren beinahe 600.000 Euro. Nach 40 Jahren wären wir hier bei 1,6 Millionen Euro. Die letzte Variante ist erneut die Core-Satellite-Strategie. Neben einem Kern-ETF, der maximal breit diversifiziert ist, wie bei dem ACWI-ETF der Fall, gibt es einen Satelliten-ETF, der die breitere Diversifikation wieder etwas reduziert und eine besondere Gewichtung von kleineren und branchenspezifischen Aktien mitbringt. Als Beispiel habe ich den Luxor MSCI Disruptive ESG Filtered ETF mitgebracht, der nach eigenen Angaben auf disruptive Technologien setzt und vor allem die Branchen IT und Gesundheitswesen aktuell stark im Fokus hat. Denkbar sind hier natürlich auch diverse Clean Energy ETFs oder Water ETFs, Branchenabbildung generell also. Auch hier ist die Performance erst seit 2018 gemessen worden bei diesem Disruptive Technology ETF und auch hier wurde der Index ausschließlich in guten Marktphasen betrachtet. Diese Strategie mit den Satelliten-ETFs mag für viele Anleger deshalb interessant sein, weil sie mit den Satelliten-ETFs versuchen, Performance-Chasing zu betreiben, also immer dem neuesten Anlagetrend hinterherlaufen, der gerade gut gelaufen ist. Wie häufig geschehen, zum Beispiel beim Thema Clean Energy oder auch häufig mit Halbleiter-ETFs.
Wenn eine bestimmte Branche gehypt wird, setzen viele Anleger auf Branchen-ETFs, in der Regel aber erst dann, wenn die Branche ihre Überperformance bereits im Wesentlichen hinter sich hat. Die Gefahr hier besteht vor allem darin, wenn man eine Core-Satellite-Strategie führt und regelmäßig den Satelliten-ETF anfängt zu tauschen. Mit einer Gewichtung des Core-ETFs von 90% und einer Gewichtung des Satelliten-ETFs von 10% würde man hier auf eine jährliche Rendite von 9,56% in dieser Kombination kommen, rein auf Indexbasis. Nach 40 Jahren stünden hier also ebenfalls 1,6 Millionen Euro zu Buche. Allerdings sind bei gering diversifizierten Branchen-ETFs die Wahrscheinlichkeiten von Kursschwankungen und längeren Seitwärtsphasen durchaus gegeben. Stabilität erhält man durch diese Satelliten eher weniger. Auf welche Variante würde ich jetzt persönlich also setzen? Rein von der theoretischen Performance aus der Vergangenheit her wäre wieder das 70-30-Portfolio am stärksten. Die historische Performance, zumal überall unterschiedliche Zeiträume zugrunde liegen, lasse ich jedoch außen vor. Ich würde bei einer Sparsumme von 300 Euro auf keinen Fall einen ETF-Sparplan mit mehr als 2 ETFs wählen. Spannend finde ich persönlich einen ETF-Sparplan, wo eben ein ETF mit kurzlaufenden Staatsanleihen mit dabei ist. Vor allem dann, wenn man in 10 bis 20 Jahren das Geld für etwas Bestimmtes verwenden möchte. Generell gilt, 100 minus das eigene Alter in Zahlen sollte den Teil eures Depots angeben, der in das risikoreichere Investment, also Aktien zum Beispiel, fließen sollte, laut Experten. Wenn ihr also 25 Jahre alt seid, würde ein Aktienanteil von 75% empfohlen. Die restlichen 25% sollten dann laut diesen Empfehlungen risikoärmer, zum Beispiel eben in Staatsanleihen investiert werden. Wichtig dabei, Staats- oder sogar Unternehmensanleihen mit niedriger Bonität und einem langen Zeitraum gelten bei den Experten nicht als risikoarm. Diese weisen zwar eine höhere Rendite aus, haben aber eben auch ein höheres Risiko und helfen daher nicht bei dem Zweck, euren risikoarmen Portfolioanteil aufzubauen. Also, wenn ich in 10 bis 20 Jahren oder eher eine konkrete Investition planen würde oder das Geld für meinen Ruhestand anlegen möchte, dann finde ich den ETF, der auch kurzfristige Staatsanleihen mit dabei hat, attraktiv, auch wenn die Variante 3 eben aufgrund dieses risikoärmeren Teils nicht sonderlich stark performt im Vergleich. Letztendlich würde ich mich persönlich trotzdem für Variante 2 entscheiden. Ich bin ein Fan von Faktorprämien, allerdings 3 ETFs wie in Variante 4 sind mir aber zu viel, also bleibt Variante 2 mit der Übergewichtung des Political Risk Factors, also dem Emerging Markets ETF, für mich übrig, die 70-30 Variante. Zudem muss ich sagen, bin ich noch relativ jung und möchte das Geld für keinen bestimmten Zweck sparen, sondern über die nächsten 40 Jahre wirklich anlegen und dazu erstmal etwas Kapital aufbauen. Auf Staatsanleihen setze ich dann erst später, wenn ich die gesparte Summe absichern möchte. Die Varianten unter 1 finde ich auch attraktiv, vor allem wenn ich das Geld in Form von Sparplänen anlegen wollen würde und mich danach allerdings, nachdem ich den Sparplan angelegt habe, 30 bis 40 Jahre nicht sonderlich mit Aktien und ETFs auseinandersetzen wollen würde. Da bei einer Variante mit einem ETF, wie hier vorgestellt, kein Rebalancing notwendig ist. Dennoch, die Entscheidung müsst ihr letztendlich natürlich in jedem Fall selbst treffen. Natürlich hat jeder Anleger seine eigenen Vorlieben. Viele schließen in letzter Zeit auch Emerging Markets aufgrund der Situation in China aus. Ich persönlich nicht, weil der Faktor, der hier zu einer Überrendite führen kann, nämlich genau dieses politische Risiko ist, was wir häufig in den Schwellenländern sehen. Insofern könnte man diese Liste hier mit Varianten auch noch mit tausenden weiteren Varianten fortführen. Ich hoffe, euch aber mit diesem Video eine grobe Idee gegeben zu haben, wie euer Portfolio aussehen könnte. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, was ihr für einen ETF-Sparplan führt. In Zukunft folgt noch ein weiteres Video darüber, wie ich zum Beispiel einen Sparplan von 500 oder 1000 Euro im Monat aufsetzen würde. Jetzt geht es in den nächsten Wochen aber erstmal weiter mit Aktien- und ETF-Analysen. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.